Schönen guten Morgen zusammen. Die Zeit rennt. Es geht jetzt schon straff hier auf den Dezember zu. Montag, Wunscherfüllungstendenzen schauen wir uns an. Ja, diese Woche eignet sich hier besonders gut. Denkt daran, das ist eine kollektive Energie. Ich bin einfach müde davon, das immer auszudiskutieren in den Kommentaren. Das trifft oder es trifft nicht. Es kann kein Kartenblatt der Welt für alle Menschen gelten. Das hier ist für eine bestimmte Gruppe. Und diese Woche geht es darum, an diese Gruppe, die Neubeginne vor sich haben, die etwas Neues kreieren wollen, was mit Hindernissen einhergegangen ist und es jetzt hier sehr schön geklärt werden kann. Und auch alles, was sich in der Vergangenheit nicht ergeben hat, nochmal unter einen anderen Stern zu stellen, nochmal, ich sag mal, Refresh zu geben. Gut, hier auch Möglichkeiten, die eure Kinder betreffen, zu klären. Wir haben die Blumen dabei. Das kann hier sein, dass jemand aus eurem Umfeld euch hier Input gibt. Ein Freund, ein Kollege, ein älteres Kind, männlich. Ein Tier vielleicht. Der Hund ist immer noch der Hund, auch auf der Karte. Und man sieht hier eine schöne Qualität. Ne? Es könnte eine Aussöhnung in Freundschaftsthemen sein. Eine Aussöhnung mit Kindern. Möglicherweise kriegt ihr ein Geschenk von einem Freund oder ihr schenkt selber was weiter. Ja, hier liegt jetzt etwas, wie nennt man das? Umstrukturierung. Also es kann sein, dass ihr etwas weglässt. Ihr verändert etwas, indem ihr etwas weglässt, das euch als Hindernis im Weg stand. Ne? Man sieht, dass hier der Berg angenagt wird, dass dadurch Klarheit reinkommt. Auf dem kurzen Weg, in den kleinen Bereichen, wo es vielleicht auch Konflikte oder Diskussionen gab. Es kann auch sein, dass ihr hier einen speziellen Vertrag auflöst mit jemand, zu jemandem in jeglichem Bereich, wo ihr auch euch da immer aufhält. Möglicherweise ist es auch so eine Umstrukturierung in allen Beziehungsthemen. Ne? Wir haben hier den Neubeginn auf Beziehungsthemen. Es können neue Menschen ins Leben kommen. Inspirierende Menschen, dafür lässt man vielleicht irgendwelche los, die mehr Hindernis sind oder Hemmschuh als Inspiration. Das gibt es halt nun mal. Ich hatte vor kurzem erst darüber nachgedacht, wie viele Weggefährten ich schon hatte. Ne? Und irgendwann trennen sich die Wege, weil jeder was anderes zu tun hat oder weil die Ansichten nicht mehr stimmen oder weil ja der Lebensweg es einfordert. Und hier sieht es so aus wie Anfang und Ende, Austausch oder Inspiration und zusammen auch mit einem ordentlichen Schub nach vorne. Ne? Möglicherweise beendet sich auch hier ein Kreislauf. Eine Situation, die sich lange im Kreis gedreht hat, kann aufgelöst werden. Und es besteht die Möglichkeit, hinter die Fassade zu blicken oder
man erkennt hier irgendwas und hat dann das Gefühl, das gehört hier nicht mehr zu mir. Ich möchte authentische Menschen oder man selbst gibt vielleicht ein Stückchen seiner Maske ab und lässt hinter die Fassaden blicken und hier fließt die Energie dann wieder freier. Möglicherweise habt ihr hier auch eine Situation durchschaut, würde ich es mal nennen, bei der ihr im näheren Umkreis vielleicht jetzt das Gefühl habt, dass es nicht so stimmig ist. Das Ganze darf so sein, ne? Man braucht hier kein schlechtes Gewissen zu haben, denn wenn etwas hindernd wirkt, dann ist es halt eben auch so, dass man sich dafür entscheidet, gehe ich mit in die hinderliche Energie oder gehe ich straight nach vorne. Also dieses falsche Verpflichtungsgefühl kann ja auch gemeint sein. Eine Woche der Stärke, der Kraft auch, des Elementes Feuer und eine Woche, wo man auch gut Vereinbarungen treffen kann, wo man mit etwas zufrieden ist, wo etwas okay geht. Okay, ich glaube, wir lassen das mal so stehen. Ihr dürft euch wieder was aussuchen. Ich nehme heute mal einen Engel. Wenn ich die Karten heute noch greifen kann. Dann gucken wir mal. Legen wir eine nach links und eine nach rechts. Dann dürft ihr euch entscheiden. Unten haben wir den Engel der Dankbarkeit, ne? Also es kann ja schon auch sein, dass uns etwas passiert, wo wir sehr froh drüber sind. Jetzt, welche nehme ich denn? Ich nehme den linken, ich drehe um. Wir haben ja den Engel der Natur. Hier geht es vielleicht darum, dass man sich mal wieder bewusst wird, wie alles um uns herum funktioniert, die Verbindung mit der Natur zu schaffen. Mich fasziniert es auch immer, die Jahreszeiten und das ständige Wiederholen. Die Natur regeneriert sich jedes Jahr und wird wieder auf ihre Erntezeit vorbereitet. Das ist wahnsinnig faszinierend und es sagt einem natürlich auch viel übers Leben. Verbindet euch mit der Natur, ne? Guckt, was ihr esst, was ihr trinkt, was ihr schön findet. Im Sommer gehe ich zum Beispiel gar nicht gern raus, im Herbst schon eher oder im Winter. Sowas alles, was euch gut tut halt. Und die rechte Seite hat den Engel des Vertrauens. Das ist jetzt wieder sehr faszinierend, denn als Schlagworte steht hier drauf, jetzt kriege ich gleich einen Hustenanfall. Ich muss was trinken. Mein Tee ist schon kalt. Ja, im Stamm geht es darum, Vertrauen zu haben, dass Hindernisse sich auflösen. Die erste Karte ist der Berg und die Korrespondenz dazu ist die Maus. Das ist die klassische Kombination für das, was diese Karte sagt, ne? Es geht um Akzeptanz und Vollendung irgendwo auch, ne? Manchmal hat man ja das Gefühl, irgendetwas endet nie oder immer wieder das Gleiche. Und um sowas könnte es hier gehen, ne? Dass etwas endgültig auch wieder in den Flow zurückgebracht wird. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.